Der Glanz des Boheme-Lebens, die Bühne und der Reichtum vernebeln den Verstand. Dieser Schleier wird noch dichter, wenn er mit einer ordentlichen Portion Alkohol, verbotenen Substanzen und Eitelkeit gewürzt ist. Die Mode-, Schönheits- und Unterhaltungsindustrie hat schon immer schöne Menschen angezogen, hinter deren äußerer Attraktivität sich jedoch unangenehme Charaktere verbargen. Schöne Menschen, die um ihren Platz an der Sonne kämpften, standen Mitte der 80er Jahre an der Spitze einer Ära harter verbotener Substanzen. Es ist nicht verwunderlich, dass viele Geschichten ein trauriges Ende nahmen, aber längst nicht alle waren so spektakulär wie die Ereignisse um Terry Broom. All dies geschah in Mailand, der größten Stadt Italiens. Darüber hinaus war die Stadt neben Paris und New York das Zentrum der Weltmode. Lokale Fotostudios und Agenturen zogen in dieser Zeit Frauen aus aller Welt an. Mitte der 80er Jahre wurde dieser Ort besonders bei Amerikanerinnen beliebt. Terry Broom kam aus den USA in der Hoffnung, auf dem Laufsteg berühmt zu werden. Hier lag alles in den Händen wohlhabender Männer, die gerne junge Frauen kennenlernten und sie in ihren ruinösen Lebensstil hineinziehen wollten. Angehende Models, die hierher gekommen waren, um ihren Traum zu verwirklichen. Genau in diese Atmosphäre geriet auch Terry. In den 80er Jahren war es üblich, dass Mailänder Agenturen Büros in New York nutzten. Sie konnten sogar das Flugticket für eine hübsche Frau bezahlen und ihr genug Geld leihen, damit sie 1 oder 2 Monate an ihrem neuen Ort über die Runden kam, um sich zu etablieren. Das war riskant, aber es lohnte sich, denn wenn eine Frau den richtigen Weg fand, konnte sie täglich zwischen 200 und 1000 Dollar verdienen. Außerdem konnte man in Mailand Erfahrungen sammeln, die das Portfolio bereicherten und sehr wertvoll waren. Dank Empfehlungen und Lebenslauf konnte ein Model anschließend seine Karriere in Paris oder New York fortsetzen. So haben viele internationale Stars angefangen. Als Terry Broom hierher kam, tauchte sie in ein Umfeld mit starker Konkurrenz ein. Nicht nur, dass die Models einen Teil ihrer Gagen an die Agentur abgeben mussten, die ihnen beim Umzug half, jede Frau musste sich immer und überall in Form halten, eine strenge Diät einhalten, sich in vielen Dingen einschränken, um so attraktiv wie möglich zu sein. Anders konnte man hier nicht mithalten. Tatsächlich verfügen nur wenige im Model-Business über das nötige Aussehen, den Charakter und die Ausstrahlung, um sich selbst zu vermarkten. Die meisten gehen einfach in der riesigen Masse der Bewerberinnen unter. Deshalb brauchen die meisten Unterstützung und Beziehungen, um berühmt zu werden. Neben Schönheit und Charisma muss ein Model auch Kontakte knüpfen. Das bedeutet nicht nur ständige Besuche in Studios, Werbeagenturen, Fernseh- und Produktionsbüros und Fotoshootings für Zeitschriften, sondern auch das Eintauchen in die Nachtwelt von Mailand. Wohlhabende Männer, die wirklich helfen konnten, bewegten sich in den entsprechenden Kreisen. Man traf sie in luxuriösen Apartments, Restaurants, teuren Nachtclubs und Landvillen. Als Terry nach Mailand kam, war sie 26 Jahre alt. Hinter ihr lag eine ziemlich lange Geschichte von Misserfolgen im Modelgeschäft. Tatsächlich hatte sie vor ihrer Reise nach Italien versucht, in ihrem Heimatland, den USA, als Model Fuß zu fassen, aber es hatte nicht geklappt. Die Reise nach Mailand war ein weiterer schwieriger und äußerst umstrittener Abschnitt in ihrem Leben. Sie gab dafür vor allem ihrer Familie die Schuld. Terry war eines von 5 Kindern der Familie Broom. Ihre Mutter war Hausfrau. Ihr Vater diente in der US-Armee. Sie wuchs in einem schwierigen Umfeld auf, da sie oft umzogen, weil ihr Vater versetzt wurde. Terry war immer der Meinung, dass ihre jüngere Schwester Donna schöner und beliebter war und beneidete sie, was sie sehr belastete. Ihr Vater war Sergeant bei der Armee und erzog seine Kinder wie Soldaten. Körperliche Züchtigung war in der Familie an der Tagesordnung. Später erinnerte sie sich daran, wie ihr Vater sie gegen die Wand warf und schlug, als wären sie erwachsene Menschen. Aber er wusste, wie man das heimlich tat, um Schmerzen zuzufügen, ohne Spuren zu hinterlassen. Terry glaubte immer, dass sie sein Lieblingsopfer war. Mit 15 Jahren floh sie zum ersten Mal von zu Hause, vor der Gewalt. Sie begann per Anhalter zu reisen und fuhr durch South Carolina in der Hoffnung, sich selbst zu finden. Unter den Menschen, die ihr auf ihrem Weg begegneten, waren 2 Motorradfahrer. Sie nahmen sie zunächst mit, versprachen ihr eine Mitfahrgelegenheit, vergewaltigten sie dann aber und ließen sie liegen. Danach gelangte Terry zur nächsten Bushaltestelle, traf einen anderen Mann und wollte ihn um Hilfe bitten, aber auch er griff sie mit bösen Absichten an. Terry gelang es nur mit Mühe, ihn abzuwehren. Nach diesen traumatischen Erlebnissen kehrte die 15-Jährige nach Hause zurück, wo sie jedoch nur eine kalte Aufnahme fand. Ihr Vater erklärte,
dass sie so etwas wohl verdient habe, da ihr so etwas passiert sei. Das Mädchen fand sich erneut in einer Umgebung wieder, die an eine militärische Ausbildung erinnerte. Dies dauerte bis zu ihrem 18. Lebensjahr, als sie einen neuen Versuch unternahm, ihrem gewalttätigen Vater zu entkommen. Terry heiratete ihren Schulfreund Mike Smith, aber ihre Beziehung hielt nicht lange und später ließen sich die Eheleute scheiden. Ihre jüngere Schwester Donna lebte zu dieser Zeit bereits in New York und begann eine Karriere als Model. Sie war von Anfang an erfolgreich. Für Terry war dieser Job ein Traum, eine weitere Möglichkeit, der Gewalt zu entkommen. Sie zog zu ihrer Schwester und versuchte sogar, in einer ähnlichen Branche Fuß zu fassen, aber die erhoffte Resonanz blieb aus. Es war fast unmöglich, Arbeit zu finden. Bereits in dieser Zeit begann sie, Donna zu beneiden, hielt sich für zu groß, zu ungeschickt, und sie störten ihre Sommersprossen. Ihre Gesichtszüge erschienen ihr nicht mehr so schön und harmonisch. Vor dem Hintergrund ihrer Misserfolge in New York begann Terry sich viel zu vergnügen, sich in Alkohol zu flüchten und sogar verbotene Substanzen auszuprobieren. Sie entwickelte eine Alkoholabhängigkeit. Es kam sogar so weit, dass sie eine ganze Flasche pro Tag trank. Im Jahr 1972 beschloss Donna, nach Paris zu gehen. Terry folgte ihr. Anfangs sah alles viel besser aus als in New York. Es schien, als würde das junge Talent bald weltberühmt werden. Aber nach ein paar Wochen wurden alle Aufträge an Donna weitergeleitet. Terry folgte ihr wie ein Schatten und stand mit leeren Händen da. Es stellte sich heraus, dass sie nur als Donnas Schwester bekannt war. Vor dem Hintergrund dieser Misserfolge kehrte sie nach New York zurück. Auch hier blieb Terry im Schatten. Im Jahr 1980 unternahm sie sogar einen Versuch, freiwillig die Welt zu verlassen. Glücklicherweise überlebte sie diesen tragischen Vorfall und kehrte zu ihrer Familie nach South Carolina zurück. Dort versuchte ihre Mutter ihr zu helfen, ihre schädlichen Gewohnheiten abzulegen. Aber ihre Freunde aus New York meldeten sich regelmäßig bei ihr. Terry konnte ihnen selten eine Absage erteilen. Stattdessen traf sie sich wieder mit ihnen, betrank sich und amüsierte sich. Die Rehabilitation mit Hilfe ihrer Mutter war nicht einfach und dauerte einige Zeit. Nach einigen Rückschlägen gelang es Terry jedoch, sich wieder aufzuraffen. Sie fand einen Job als Kellnerin und sparte Geld für ihren Traum. Sie hatte sogar genug Geld gespart, um ihr Glück erneut zu versuchen. Sie beschloss, sich Donna erneut anzuschließen, da sie glaubte, dass dies ihre letzte Chance war, eine Karriere als Model aufzubauen. Zu dieser Zeit baute ihre Schwester bereits eine Modelkarriere in Mailand auf. Terry beschloss, dass ihre Sternstunde gekommen war. Endlich würde sie Erfolg haben. Sie kam am 20. April 1985 in der Stadt an. Terry hatte etwa $1.000 in bar dabei, die sie aus Angst, sie zu verlieren, überall in ihrer Handtasche mit sich trug. Doch schon am nächsten Tag wurde ihr die Handtasche in der U-Bahn von einem Taschendieb gestohlen. Terry stand ohne Geld da. So war sie wieder völlig von ihrer Schwester abhängig und zog in ihre Wohnung. Donna war zu dieser Zeit in einer Beziehung mit einem reichen Geschäftsmann. Terry drängte sich mit all ihren Gewohnheiten und ihrer Neigung zur Unordnung in ihr Leben. Manchmal beklagte sich Donna, dass sie viel Zeit damit verbrachte, ihre Wohnung in Ordnung zu halten. Ihre ältere Schwester warf ständig alles herum. Sie konnte sich nicht lange mit diesem Chaos abfinden und quartierte Terry in einem Hotel ein. Dort jagten reiche Geschäftsleute nach Frauen, um eine Schönheit für die Nacht aufzureißen. Einige hofften auf eine ernsthaftere Beziehung. Am ersten Tag lernte Terry einen 38-jährigen Playboy namens Claudio Caccia kennen. Er wurde ihr Ticket in das luxuriöse Nachtleben von Mailand. Dank ihm besuchte sie alle Sehenswürdigkeiten der Stadt, war in den teuersten Cafés, Restaurants und angesagten Lokalen. Aber im Modelgeschäft kam sie nicht wirklich voran. Allerdings traten Erfolg und Laufsteg schnell in den Hintergrund, als Terry mit ihrem alten Feind konfrontiert wurde, ihren Süchten. Hier sah sie zum ersten Mal ein ganzes Tablett mit weißem Pulver, das die Gäste untereinander herumreichten. Sie wurde schnell abhängig von verbotenen Substanzen, aber wie zuvor glaubte sie nicht, dass sie irgendwelche Probleme hatte. Donna war zu dieser Zeit tatsächlich vom Erfolg begleitet. Sie bekam gute Aufträge, verdiente viel Geld, reiste mit ihrem reichen Freund, besuchte teure Restaurants, beschränkte sich jedoch auf ein Glas Alkohol. Ihre Schwester hingegen war in dieser Zeit Stammgast in solchen Lokalen. Neben Alkohol konsumierte sie ständig verbotene Substanzen in großen Mengen. Tagelang träumte sie davon, endlich einen guten Job zu bekommen, und nachts war sie high, wenn sie von einem Bett ins andere gelegt wurde. Allerdings gelang es ihr erneut, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie Erfolg haben würde.
Einem ihrer Freunde erzählte Terry, dass sie, selbst wenn dies nicht geschehen würde, sich einfach einen reichen Mann suchen und ein Leben in Luxus führen würde. Das schien ihr realistisch, als sie einen wohlhabenden Mann namens Giorgio Rotte kennenlernte. Er hatte ein Juweliergeschäft in einer der Hauptstraßen von Mailand. Im Gegensatz zu anderen behandelte er Terry gut. Allerdings war auch dieser Mann abhängig, wie die meisten wohlhabenden Mailänder. Nach Angaben der jungen Frau fuhr er manchmal Auto und nahm dabei illegale Substanzen. Trotzdem benahm er sich viel besser als andere. Giorgio stellte sie sogar seinen Eltern vor, und in Italien ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Mann es ernst meint. Anfang Juni 1982 zog sie schließlich zu Giorgio und war sehr begeistert von diesem Ereignis, von dem sie Donna oft und viel erzählte. Allerdings konnte das alles nicht ewig so weitergehen. Terry Broom und Francesco D'Alesio trafen sich zum ersten Mal im Frühjahr 1981. Zu dieser Zeit waren beide so tief in dieses ausschweifende Leben versunken, dass sich die junge Frau später daran erinnerte, diese Zeit glich einem Tanz mit dem Tod. Das Hauptproblem war der systematische Konsum von verbotenen Substanzen, Tabletten und Alkohol. Francesco D'Alesio war ein typischer Vertreter der Mailänder Boheme, ein sehr reicher, gut aussehender Mann, aber keiner, der sein Vermögen selbst verdient hatte. Sein Vater Carlo war Besitzer des erfolgreichsten Gestüts für Vollblut-Rennpferde in Italien. Francesco verdankte seinen Wohlstand diesem Mann. Natürlich schätzte er das wie die meisten Vertreter der goldenen Jugend, nur wenig. Anstatt den Wohlstand seiner Familie zu erhalten und zu mehren, gab er sein Geld nur aus. Francesco umgab sich mit Schönheit, Reichtum, Luxusgütern und wohlhabenden Freunden. Er umgab sich stets mit Models, war mit einem Model verheiratet. Tatsächlich wollte es das Schicksal, dass er sogar die letzten Sekunden seines Lebens in Gesellschaft von Models verbringen sollte. Er stammte nicht nur selbst aus einer wohlhabenden Familie, sondern hatte auch genau solche Freunde. Unter ihnen befanden sich Guido Borghi, dessen Familie Kühlschränke herstellte, der Sohn des mächtigen Finanziers Carlo Cabassi und Umberto Caproni, der in der Luftfahrtbranche bekannt war. Sie kümmerten sich wenig um irgendeine Arbeit, aber ein Abend galt als verschwendet, wenn sie nicht auf einer angesagten Party waren. Terry Broom wohnte immer noch im Stadtzentrum, in einem Hotel. Dort gab es 220 Zimmer, die in der Regel an Frauen vermietet wurden oder von Männern belegt waren, die auf der Jagd nach ihnen waren. Hier tummelten sich ständig reiche Leute, die sich eine Frau für die Nacht suchten. Die meisten hatten nichts dagegen, alle hofften auf diese Weise Kontakte zu knüpfen und ins Geschäft zu kommen. Es war der einfachste Weg, der praktisch immer funktionierte. In der Lobby konnte man Millionäre aus allen Bereichen treffen. In der Regel umwarben die jungen Männer ihre Auserwählten recht großzügig, sie überschütteten sie mit Geschenken und Geld. Aber einige waren so direkt, dass sie die Frauen fast mit Gewalt nahmen. Niemand achtete darauf, da sie darin die einzige Möglichkeit sahen, voranzukommen. Einige fanden sogar einen Ehemann, aber die meisten erwartete ein wenig beneidenswertes Schicksal. Solange die Models jung und schön waren, trafen sie sich mit wohlhabenden Männern, erhielten Geschenke und einen Hauch von Ruhm, aber letztendlich waren sie ausgedient und uninteressant. In jedem Fall stand viel auf dem Spiel. Viele achteten nicht darauf, dass sie für all das mit ihrer Intimität bezahlen mussten. Sie glaubten, dass sie es für diesen Preis nach oben schaffen würden. Als Terry Broom in dieses Milieu geriet, ahnte sie nicht, dass die Spielregeln größtenteils von der Mafia diktiert wurden. Die Gangster interessierte der Erfolg der Models wenig, für sie zählte nur das Geld. Die Unterwelt kontrollierte die meisten Lokale, die von den Frauen und ihren Verehrern frequentiert wurden. Natürlich kannten sie die goldene Jugend, die ihnen riesige Gewinne einbrachte, sehr gut. Zu dieser Zeit war Mailand die wahre kriminelle Hauptstadt Italiens. Viele verglichen ihn mit dem Chicago der 1920er Jahre. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Unternehmer dieser Zeit ihr Vermögen mit dem Verkauf verbotener Substanzen machten. In Mailand floss, wie viele Journalisten sagten, das Geld in Strömen. Verbotene Substanzen aller Art waren fast an jeder Ecke erhältlich. In erster Linie kaufte sie die goldene Jugend. Einer der engen Freunde von Francesco D'Alesio, mit dem er sich regelmäßig in Clubs und Diskotheken traf, war Joe Moserati. Der Mann war ein bekannter Gangster und hatte den schlechten Ruf, der König der Schwarzmarkthändler zu sein. Es ist nicht verwunderlich, dass Terry Broom, die in dieses Boheme-Leben eintauchte, ebenfalls begann, verbotene Substanzen zu konsumieren. Sie lernten Francesco zum ersten Mal auf einer angesagten Party kennen, auf der sie sich in der Nacht des 6. Mai befand.
im Haus eines einflussreichen Finanziers. Die Party fand in der Villa eines reichen Geschäftsmannes in Caserac statt. Er war dafür bekannt, elegante und schöne Partys zu organisieren, die unbemerkt zu einer richtigen Orgie mit illegalen Substanzen und einer ganzen Reihe von Models ausarten konnten. Diesmal begann die Orgie, nachdem die Assistenten des Mannes sich zur Ruhe gelegt hatten. Er bereitete ein ganzes Tablett mit verbotenen Substanzen vor. Terry konsumierte davon und verlor die Kontrolle über sich. Laut ihr nutzten der Organisator der Party und Claudio Caccia genau in dieser Nacht ihre Verletzlichkeit aus und vergewaltigten sie. Später bestritten sie jegliche Vorwürfe und behaupteten, sie hätten einen Dreier in gegenseitigem Einvernehmen gehabt. Francesco wollte ebenfalls mitmachen, schlief jedoch auf dem Boden ein, bevor es zur Sache ging. Als der Mann aufwachte und erfuhr, dass Terry an einer Gruppensexorgie teilgenommen hatte, war er verärgert. Francesco fand Terry, weckte sie und verlangte Sex von ihr. Sie war jedoch bereits zu sich gekommen und hatte Angst, dass ihr Freund von dem Akt erfahren könnte, lehnte daher ab und ging weg. Francesco gehörte offenbar nicht zu den Menschen, die eine Ablehnung akzeptieren können. Von diesem Zeitpunkt an ließ er keine Gelegenheit aus, ihr seine negative Einstellung zu zeigen. Es war schwierig, sich vor ihm zu verstecken. Beide bewegten sich in ähnlichen Kreisen und begegneten sich oft. Bei jeder Gelegenheit machte der Mann verletzende Bemerkungen und unangenehme Vorschläge. Terry beschwerte sich wiederholt bei ihren Freunden über sein Verhalten. Es sah nach Stalking aus. Aber alle waren der Meinung, man solle ihn einfach ignorieren. Mit der Zeit würde er schon aufhören. Für Terry wurden seine Handlungen zu einem täglichen Albtraum. Es wurde immer schlimmer. Nach und nach begann Francesco, die junge Frau zu beschimpfen. Sie konnte nicht verstehen, warum er sie nicht in Ruhe ließ, ohne zu erkennen, dass der Mann selbst in einer ähnlichen Situation war. Wie das gescheiterte Model war er tief in illegale Substanzen verstrickt und verlor daher zunehmend die Kontrolle über sich selbst. Für alle, die Francesco D'Alessio kannten, war er ein 40-jähriger, reicher, charmanter Mann. Kurz vor diesen Ereignissen hatte er eine wunderschöne Frau und gesunde Kinder. Er war in allem erfolgreich, was er anpackte, und kannte sich hervorragend mit Pferden aus, nur sein Vater wusste mehr über sie. Dabei war Francesco immer grob und stur gewesen, seit seiner Kindheit unglaublich verwöhnt, was sich noch verschlimmerte, als er die Welt der verbotenen Substanzen kennenlernte. Er konnte das Wort Nein nicht akzeptieren. Einmal schlug er sogar eine Amerikanerin in einem Nachtclub, weil sie sich weigerte, mit ihm zu schlafen. Als er in die Abhängigkeit geriet, begann er sich offen gefährlich zu verhalten. Er zertrümmerte Autos, schlief regelmäßig in seinen Kleidern direkt in Hotelvorräumen, rasierte sich selten und wusch sich kaum, machte öffentliche Szenen, aus denen ihn nur Geld und Beziehungen retteten. Frauen nahmen einen besonderen Platz in seinem Leben ein, aber viele glaubten, dass er nie wirklich geliebt hatte. Einige Freunde erzählten, dass Francesco mehrere sadistische Tricks entwickelt hatte, mit denen er Models in sich verliebt machte, um sie dann zu verlassen, nur um ihnen weh zu tun. Als das Leben des Mannes auseinanderzufallen begann, begann er Frauen zu hassen. Er konnte selbst die schönste Begleiterin einfach aus einer Laune heraus verlassen, ohne eine Erklärung abzugeben. Das Glücksspiel, das Francesco ebenfalls liebte, wurde für ihn zu einer Art Synonym für sein Streben nach Selbstzerstörung. Als er Terry Broom kennenlernte, war er bereits davon überzeugt, dass nichts im Leben wichtig sei außer dem Vergnügen. Sein Lieblingsspruch lautete: Das Leben ist eine Wette, die ich verlieren will. Am 25. Juni 1987 traf Terry zusammen mit ihrem Geliebten Giorgio Roti ihre Schwester und deren Freund. Sie saßen in einem beliebten Restaurant. Dort bemerkte Terry Francesco. Sie ahnte, dass er sich wieder daneben benehmen würde und wollte das verhindern. Sie überredete die ganze Gruppe, in ein anderes Lokal zu gehen, da sie sicher war, dass er wieder alles ruinieren würde. Aber sie schafften es nicht rechtzeitig. Um 200 Uhr morgens kam Francesco herüber und begrüßte die Gruppe mit einer weiteren unangenehmen Bemerkung. Terry hatte bereits eine beträchtliche Menge Alkohol getrunken. Als sie ihn sah, ging sie auf die Damentoilette in der Hoffnung, dass er das Interesse verlieren und gehen würde. Stattdessen wartete Francesco, bis sie herauskam, und ging dann um den Tisch herum, an dem die Gruppe saß, und machte unangenehme Witze über Terrys Neigung zu Gruppensex. Terrys Freund schien nicht auf diese Provokationen hereinzufallen. Bald verließen alle den Club. Auf dem Heimweg im Auto bat der Freund Terry jedoch mit unzufriedener Miene, ihm seine Geschenke zurückzugeben.
Sie begriff, dass die Szene mit Francesco ihr Leben, das gerade erst begonnen hatte, zerstören könnte, ohne zu ahnen, dass ihr Freund sich tatsächlich schon mehrfach so verhalten hatte. Als sie nach Hause kam, legte sich der Mann schlafen. Aber Terry konnte nicht. Sie war zu aufgeregt, um sich abzulenken. Sie durchsuchte die Schränke in der Wohnung in der Hoffnung, Spiele zu finden, die sie beruhigen würden, aber stattdessen fand sie einen Revolver vom Kaliber 38. Da kam ihr ein schrecklicher Plan in den Sinn. Sie rief Francesco an, gab sich als Diana aus und bat um ein Treffen. Er willigte ein und sie fuhr zu der angegebenen Adresse. Der Mann war nicht allein in seiner Villa, sondern in Begleitung einer anderen Frau. Er schlug Terry, die er zunächst nicht erkannte, sofort vor, mit ihm ins Schlafzimmer zu gehen und mit ihm zu schlafen. Aber sie lehnte ab. Daraufhin machte er mehrere unangenehme Witze in seinem Stil. Sie wollte das nicht länger hinnehmen, holte den Revolver heraus und schoss in seine Richtung. Die erste Kugel ging vorbei. Der Mann stürzte sich auf sie, aber mit dem zweiten Schuss traf sie ihn in die Brust. Francesco gelang es, die Angreiferin am Handgelenk zu packen. Sie fielen zusammen auf den Boden und begannen zu kämpfen. Terry drückte noch dreimal den Abzug. Die letzte Kugel traf ihn in die Schläfe. In den letzten Minuten seines Lebens erkannte der Mann die gekränkte Frau und begriff, dass es sich um ihre Rache handelte. Als sie bemerkte, dass sich das Opfer nicht mehr bewegte, stand sie auf, steckte die Waffe in ihre Handtasche und ging, nachdem sie die Begleiterin des Opfers beruhigt hatte, die die ganze Zeit im Nebenzimmer gesessen hatte. Terry erklärte, dass sie niemand töten wollte, aber Francesco eine Lektion erteilen musste und sie nichts zu befürchten habe. Sobald die gescheiterte Modelkandidatin weg war, weckte die Frau Francescos Nachbarn, der im Penthouse wohnte, und sagte ihm, dass Francesco im Sterben liege. Während sie den Krankenwagen und die Polizei rief, beseitigte der Mann sorgfältig alle Spuren, die auf Substanzen hinwiesen. Er wandte sich auch an mehrere Freunde und erzählte ihnen von dem Vorfall. Zu diesem Zeitpunkt atmete das Opfer noch, aber er hatte nur noch wenige Minuten zu leben. Als sie am Morgen des 26. Juni 1981 nach Hause kam, erzählte Terry ihrem Freund, was passiert war. Er lud die Pistole neu und legte sie zurück in die Schublade. Terry rief ihre Schwester an, die sofort anfing zu schreien, dass sie seit ihrer Ankunft nur Ärger mache. Daraufhin begann Terry, ihren Koffer zu packen, während ihr Lebensgefährte das Blut von ihren Schuhen wischte und sie anschließend zum Flughafen fuhr. Sie hatte ein Rückflugticket nach New York, wollte aber nicht in die USA zurückkehren und flog stattdessen in die Schweiz. Dort ließ sich die Flüchtige in einer kleinen Wohnung gegenüber der Polizeistation nieder. Es dauerte nicht lange, bis man nach ihr suchte, um sie zu verhaften. Das war nicht schwer. Schließlich wurde die Frau zur Fahndung ausgeschrieben, gefunden und nach Mailand ausgeliefert. Die Journalisten empfingen Terry Broom wie einen Star. Die Mailänder Öffentlichkeit war zwar schockiert über das Geschehene, aber nicht überrascht. Der Ermordete hatte einen schlechten Ruf, und allen war klar, dass ein solches Ende für ihn unvermeidlich war. Aber was das amerikanische Model getan hatte, erschütterte alle. Terry ahnte nicht, welche Sensation ihr Verbrechen ausgelöst hatte. Sie erklärte sofort, dass sie Francesco nicht töten wollte. Die nächsten 2 Jahre verbrachte sie in Haft und wartete auf ihren Prozess. Dort wurde sie süchtig nach einem Medikament, das ihr von einem Mitglied des medizinischen Personals verschrieben worden war, damit sie ihre anderen Abhängigkeiten loswerden konnte. Terry versuchte 2-mal, sich das Leben zu nehmen, woraufhin sie in eine modernere Strafanstalt östlich von Mailand verlegt wurde. Hier begann sie erneut, sich zu erholen. Terry Broom lernte eine ehemalige Terroristin kennen, die ihr half, ihr Italienisch zu verbessern und ihr das Leben im Gefängnis erleichterte. Neben ihrer Zellengenossin unterstützten sie auch ihre Mutter und ihre Schwester Donna. Bemerkenswert ist, dass die Mörderin sogar vom Interesse der Journalisten an dem aufsehenerregenden Verbrechen profitierte. Terry wurde tatsächlich berühmt, wie sie es sich erträumt hatte, wenn auch nicht auf die Weise, wie sie es sich erhoffte. Als es zum Prozess kam, wurde klar, dass die Öffentlichkeit auf der Seite der Mörderin stand. Die 28-jährige Terry wurde als Opfer der Männer aus der Mailänder Bohème angesehen, denen sie die Schuld für ihre Sucht gab. Auch ihr Freund wurde angeklagt, kam aber mit einer geringen Haftstrafe von nur wenigen Monaten davon. Ihr Freund Giorgio hatte Terry in eine unangenehme Situation gebracht und nach einem Treffen mit Francesco die Rückgabe der Geschenke verlangt. Damit hatte er sie praktisch zu der Tat getrieben. Der Prozess glich einer Theateraufführung.
Einer der Anwälte erntete sogar Applaus und Tränen der Anwesenden, als er Terry als Opfer darstellte. Der Verteidiger behauptete, Terry habe unter einer vorübergehenden Psychose gelitten, die durch den Missbrauch von Alkohol und illegalen Substanzen verursacht worden sei, mit denen sie von ihren Freunden in der Clique abgefüllt worden sei. Francescos Ex-Frau erklärte, sie mache die Mörderin nicht für ihre Tat verantwortlich. Sie gab den illegalen Substanzen die Schuld dafür, dass sie ihr ihren Mann genommen hätten. Terry selbst erklärte, dass sie Francesco nicht töten wollte, sondern nur versuchte, ihn zu erschrecken, damit er sie in Ruhe ließ. Aber das funktionierte nicht. Und nun könne sie seinen Tod durch nichts wieder gut machen. Stattdessen wolle sie versuchen, ihr eigenes Leben zu ändern. Nach 8-stündiger Beratung befanden die Geschworenen sie des Mordes 2. Grades mit mildernden Umständen für schuldig. Die Mörderin wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt, von denen sie 3 bereits verbüßt hatte. Ihre Anwälte versuchten, gegen das Urteil Berufung einzulegen, jedoch ohne Erfolg. Journalisten sprachen mehrfach mit ihr. Es schien, als sei sie mit ihrer Situation im Gefängnis sogar zufriedener als mit ihrem freien Leben in Mailand. Terry begann jeden Morgen mit Töpfern, lernte Italienisch, unterrichtete einheimische Frauen in Englisch und arbeitete im Gefängnisgarten, wofür sie etwa 100 € im Monat erhielt. Sie befreite sich sogar von ihren Süchten, sah gebräunt und fit aus. Terry sprach wiederholt mit der Presse und erklärte, dass sie das boheme Leben, das sie hinter sich gelassen hatte, nicht bereute. Sie war der Meinung, dass sie im Gefängnis viel bessere Menschen kennengelernt hatte und keine Modelkarriere mehr anstrebte. Im Jahr 1992 wurde Terry aus der Haft entlassen. Ihre Schwester holte sie ab und sie fuhren gemeinsam weg. Zunächst hatte sie nicht vor, in die USA zurückzukehren, sondern versuchte, sich in Italien ein neues Leben aufzubauen. Aber es klappte nicht und später kehrte sie doch nach Hause zurück. Terry führt ein zurückgezogenes Leben, hat ganz von vorne angefangen und meidet die Kameras. Über ihr Leben in Freiheit ist fast nichts bekannt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.